Nach 21 Jahren und 12 Jahren als CEO geht die Zeit für Hausi Küng bei der Postfinance zu Ende. Zeit, gemeinsam zu reflektieren, zurückzublicken auf die Highlights, zurückzublicken auf die Hürden, die es gab in dieser Zeit. Hausi, schön dich zu sehen, schön, dass du da bist. Ciao Stefan, danke. Spezieller Moment, ja. Hier im 7. Stock mit Ausblick über ganz Bern, von deinem Lieblingsberg über die Postfinance Arena, da unten wird noch Schlittschuh gelaufen. Wie geht's dir? Was für Emotionen? Danke, es geht mir gut, aber es sind natürlich so gemischte Gefühle. Ich habe das lange etwas verdrängt, mit einem Jahr Vorlauf angekündigt und ja, jetzt ist der Tag gekommen. Spezielles Gefühl, mit gemischten Gefühlen. Wenn du sagst gemischte Gefühle, was sind das für Gefühle ganz konkret? Ja, also es sind gute Gefühle. Es ist irgendwo Zufriedenheit, etwas Stolz, aber dann sehr viel Wehmut, etwas loszulassen, sehr viel Vorfreude auf das, was kommt. Also ein schöner Cocktail von Gefühlen. Du bist an sich einer der dienstältesten Banken-CEOs in der gesamten Schweiz. Warum bist du der Postfinance so lange treu geblieben? Irgendwas hat da gepasst. Ja, genau. Ich glaube, ich habe gepasst zu Postfinance und Postfinance hat auch sehr gut zu mir gepasst. Postfinance ist eine große Bank, eine relevante Bank, aber auf der anderen Seite keine internationale Großbank. Und diese Swissness und diese Größe, das hat gut gepasst. Und, da gibt es ja doch einige Gegensätze und einige Spannungsfelder ja, auch in dieser Postfinance drin, weil die Postfinance eben anders ist als die Großbanken. Ja, wir sind ein spezielles Tierchen und gerade auch diese teilweise gegensätzlichen Ziele, das hat mich auch spannend gedünkt und das ist eine Herausforderung, die ich immer gerne angenommen habe. Wir sind auf der einen Seite quasi dem öffentlichen Sektor gehörende Institution und auf der anderen Seite sind wir voll in der Marktwirtschaft. Wir haben einen Grundversorgungsauftrag zu erfüllen und auf der anderen Seite haben wir eine klare Gewinnambition. Und das sind so diese gegensätzlichen Dinge. Wir haben eine lange Tradition und auf der anderen Seite setzen wir sehr viel Technologie ein. Und jetzt die Balance zu finden zwischen finanziellen Ambitionen, Kundenwünschen, politisch-gesellschaftlichen Ansprüchen, das braucht einerseits Ideenreichtum und auf der anderen Seite braucht es auch Kompromissbereitschaft und Kompromisswille. Und das finde ich eine spannende, eine schöne Aufgabe. Du hast gesagt, eben die Postfinance passte zu dir und du passtest auch zur Postfinance. Diese Spannungsfeld, das ist etwas, was du in deinem Leben schon seit jeher kennst, dass du sagst, wenn man in beide Richtungen auch gezogen wird, eine Balance finden muss, das spornt auch an, das gibt auch Möglichkeiten, sich zu entwickeln? Absolut. Ich glaube, das ist genau die Komplexität. Ich habe immer Herausforderung geliebt und Komplexität und dann immer den Drang gehabt und heute noch besser zu werden. In all dem, was wir tun. Ich bin nie wirklich zufrieden, weil für mich ist Zufriedenheit immer gleich das Risiko, stehen zu bleiben und nicht mehr besser werden zu wollen. Wahrscheinlich kommt das aus meiner sportlichen Vergangenheit. Ich will immer gewinnen. Und um zu gewinnen, muss man permanent besser werden, weil die anderen werden ja das auch. Und das finde ich spannend und ja, das motiviert mich. Aber es braucht doch da das richtige Maß an Steigerung, das richtige Maß an Druck. Wenn man sich zu schnell entwickeln will, dann geht es schief. Wenn man sich gar nicht entwickelt, wird man lethargisch. Wie findest du für dich in deinem Leben dieses richtige Maß? Es ist genau die spannende Herausforderung, diese Balance zu finden. Muss man Gas geben, muss man bremsen, muss man direktiv Guidance geben oder muss man Freiraum lassen? Das sind genau die Dinge, die ich finde, gerade in einem Team, ja, ich habe erwähnt, im Sport, da bist du auch ein Team. Nicht alle sind gleich. Und dort zu erreichen, dass jede und jeder Individuelle seine beste Leistung bringen kann. Und die sind nicht alle gleich. Aber wenn jeder sein Bestes beitragen kann, dann wird auch das System optimal funktionieren. Und dieses Systemdenken, gemeinsam im Team besser zu werden,
Ich glaube, das ist das Spannende an einem Führungsjob. Das hieß aber auch für dich als CEO, du musstest dich regelmäßig reflektieren. Bin ich noch am richtigen Ort? Kann ich diese Potenziale hier auch effektiv fördern, die da sind? Bin ich noch der richtige Mann dafür? Das ist eine Daueraufgabe, diese Selbstreflexion muss man haben und gleichzeitig muss man mit beiden Beinen dann fest auf dem Boden stehen, damit man auch eben die Kraft irgendwo weitergeben kann. Ich glaube, auch diese Balance, die gilt es zu finden. Aber es gab doch auch Momente, die heikel waren, die für die gesamte Wirtschaft heikel waren, die für den Finanzplatz Schweiz heikel waren. Es gab Krisen und auch durch diese musstest du navigieren. Oh ja, also das sind natürlich auch die prägenden Ereignisse, diese Events, diese Ereignisse. Und da kommen mir sofort ein paar Daten in den Sinn. Oder? Wenn du den 15. September 2008 nimmst. Oder? Damals ist die amerikanische Investmentbank Lehman zugrunde gegangen. Dieser Zusammenbruch hat dann zu einer Finanzbanken- und Wirtschaftskrise geführt. Und das war natürlich ein Schlüsselevent für PostFinance und für mich auch persönlich. Oder dann später im April 2018, es war der 2. April, Ostermontag. Wir haben unser neues Kernbankensystem live gebracht, die Core-Banking-Transformation. Und ich meine, an diesem Tag ist mir nicht nur ein Stein vom Herzen gefallen, ich hatte das Gefühl, ein Felsmassiv wird von meiner Brust genommen. Dass die ganzen Teams, die alle an einem Strick gezogen haben, gearbeitet haben auf diesen Tag hin. Phänomenal. Dann natürlich die Anspannung, funktioniert das, klappt das? Oder? Und es hat funktioniert. Oder? Und erst an diesem Morgen wirklich, ich war völlig überzeugt, dass das funktionieren wird, aber dann etwa um 3:30 Uhr, 4 Uhr am Morgen haben wir gesehen, ja, wir sind wieder live, die Bank ist wieder da. Und das war ein absolut tolles Gefühl. Was machst du in solchen Momenten, wo der Druck immens ist, wo du aber dann doch vorne stehen musst und sagen musst, ich führe dieses Unternehmen an, wir packen das gemeinsam. Woher holst du dir da die Energie? Das ist genau der Thrill, dann funktioniere ich. Dann habe ich das Gefühl, jetzt bist du relevant, jetzt ist es wichtig, dass du hier stehst. Wahrscheinlich macht das viel mit Adrenalin und weiß der Kuckuck was. Das sind wirklich die Momente, ja, für die nehme ich auch gerne solche Herausforderungen an. Ich war nie der Spieler für Trainingsspiele, sondern für die Spiele, die wirklich zählen. Dann ist es wichtig und dann wäre es schlimm, grobe Fehler zu machen. Und das sind dann faszinierende Momente. Kommt mir in den Sinn ein Datum auch wieder, das war der 15. Januar 2015. Die Nationalbank hat den Mindestkurs Euro-Schweiz aufgehoben, Negativzinsen eingeführt und dort ist etwas passiert. Das war relevant für unser Geschäftsmodell und nicht gleich in der ersten Sekunde, aber in den Tagen, Wochen und Monaten um diesen Termin herum. Da war es wichtig, uns richtig aufzustellen und dort kann man dann schon als Führungsperson einen Unterschied machen und dort ist dann auch die Leine etwas kürzer vielleicht. Im normalen Tagesgeschäft, alle wissen, wie es funktioniert, niemand weiß besser, was zu tun ist, als die Fachexperten dort. Aber in so Sondermomenten, wo es wirklich kritisch ist, dort gilt es dann, die richtigen Leute am Tisch zu haben und gemeinsam klare Entscheide zu fällen. Und das ist schon noch schön und faszinierend. Was du noch nicht weißt, ich habe mir im Vorfeld zum heutigen Gespräch mit dir dein Videoteam geschnappt und wir waren unterwegs in der PostFinance und haben so einige Menschen gefragt, die mit Hausi über die letzten 12 Jahre oder sogar noch mehr bis hin zu den 21 Jahren, wer bei der PostFinance ist, gemeinsam gearbeitet haben. Wie diese Zusammenarbeit war, schauen wir uns das an gemeinsam. Sehr gerne, Gut, bin gespannt. Hier haben wir die Statements. Bitte schön. Niemand von uns Tresorerieleuten möchte mit einem anderen Chef als mit dir durch so eine strube Zeit durchgehen. Jede und jeder, der es erlebt hat, würde ich heute noch sagen, der Hausi war der Mann der Stunde. Auf den Hausi ist Verlass. Er hat uns durch die schlimmste Zeit an den Finanzmärkten durchgeführt und hat uns nach all diesen Turbulenzen wieder sicher landen. Danke, Marc. Ja, genial, Marc Bonfils. Wahrscheinlich mein
längster Weggefährte. Ich kenne Marc, das ist kein Witz, seit 50 Jahren. Seit 50 Jahren. Kindesalter an dann? Seit Kindesalter. Marc ging mit meinem Bruder zur Schule und wir haben oft zusammen Fußball gespielt, bei uns zu Hause auf dem Rasen. Und dann wollte es der Zufall, wir haben uns wahrscheinlich 20, 25 Jahre aus den Augen verloren, nie mehr getroffen. Und dann kamen wir hier bei PostFinance zusammen. Und da war natürlich schon ein Grundvertrauen da. Und dann, Marc hat es erwähnt, in dieser Finanzkrise, es geht mir genauso. Ich möchte mit keiner anderen Person oder keinem anderen Team so eine Phase nochmals durchleben wie mit diesem Team. Das war absolut genial. Siehst du in Krisen immer auch die Chancen, die Potenziale, die Möglichkeiten, dass sich etwas verändern, etwas zum Positiven verändern kann? Ja, nur damit ich nicht missverstanden werde, Krisen sind nicht meine Passion. Ich möchte nicht Krisen herbeisehnen. Aber es ist so, Krisen bergen immer die Möglichkeit, Dinge zu verändern, die man vielleicht vorher auch schon hätte verändern sollen oder können. Aber Krisen bringen dann Druck und Druck bringt Energie und Energie beseitigt Schranken. Du sagst, was verändert werden soll, da geht es immer auch um die Frage, auch nach der Innovation, nach der Entwicklung. Die funktioniert ja nicht nur mit Druck, ihr habt unglaublich viel erreicht bei der PostFinance. Wenn ich nachschaue, es geht um Partnerschaften, es geht um Ventures. Das Kerngeschäft wurde ausgebaut in all dieser Zeit, in den 12 Jahren unter dir als CEO. Da wart ihr oft auch dem Zeitgeist einen Schritt voraus. Ja, und das ist genau auch wieder diese Balance. Wir haben gewusst, unser Kerngeschäft ist gegeben, die Rahmenbedingungen unter Druck. Wir müssen innovieren und es ist unsere einzige Chance, neue Dinge zu erfinden oder zu entwickeln, um langfristig relevant und erfolgreich zu bleiben. Und wir haben frühzeitig genau diese Innovationen in Angriff genommen. Du hast Partnerschaften und Ventures erwähnt. Ich meine, Twint haben wir 2014 gegründet, dann viel später die Aber bei Twint, wenn ich da kurz nachhaken darf, Twint war ja damals kaum auf den Markt. Da haben viele gesagt, das braucht es gar nicht, das hat kein Potenzial. Ja. Und du hast doch gesagt, wir machen das, wir wagen das, auch wenn wir vielleicht ein paar Monate oder gar ein paar Jahre noch zu früh sind. Aber wir sind die Ersten und wir wagen das. Ja, ganz am Anfang hatten wir natürlich die Überzeugung, wir sind genau richtig. Wir schaffen das allein. Und dann hat die Entwicklung gezeigt, das wird schwierig so. Und dann kam es ja zum Merger und zum neuen Setup von Twint. Und das hat dann auch noch lange gedauert. Oder? Twint ist jetzt 10-jährig, aber jetzt richtig erfolgreich. Und mit You sind wir auf einem ähnlichen Weg. Und wir haben auch andere Dinge gemacht, die auch nicht auf Anhieb geklappt haben. Ich denke, wir haben Valoo gegründet und dann später mit Credex fusioniert. Wir haben Partnerschaften gemacht mit Swissquote oder jetzt neu im Kryptobereich mit Signum. Wir haben ein Startup mit Finform im Bereich der Regulation gemacht. Und ich glaube, all die Dinge haben uns agil gehalten, wach gehalten, haben uns vorwärts getrieben. Und gleichzeitig, du hast es erwähnt, das Kerngeschäft, dort wo wir Geld verdienen, das nicht vernachlässigen. Dafür braucht es aber in der Firma auch die entsprechende Kultur. Es braucht das Mindset, um das zeitgemäß zu sagen. Wie habt ihr es geschafft? Ich sage bewusst nicht, wie hast du das geschafft, sondern wie habt ihr es als PostFinance gemeinsam geschafft, eben genau diese Kultur aufzubauen und diese Kultur auch zu erhalten? Ich glaube, das Wichtigste ist die Augenhöhe, das Unkomplizierte, das Ehrliche, das Geradlinige. Wir müssen ehrlich miteinander sein, wo sind wir gut und wo sind wir nicht gut. Und das muss ehrlich adressiert werden und dann gemeinsam Lösungen zu finden, wie werden wir besser. Und wir haben sehr viele Lösungen gefunden, aber noch nicht alle. Es gibt weiterhin Potenzial, wo man sich verbessern kann und wir alle, wir wissen das. Eine schöne Aufgabe, die von dir aber auch sehr viel abverlangt. Oh ja, immer auch eine Frage der Balance, die man braucht zwischen Arbeiten, zwischen Regeneration. Wie hast du diese Balance ursprünglich gefunden und wie hast du sie dir erhalten? 12 Jahre als CEO ist eine lange Zeit, eine harte Zeit? Ja, um ganz ehrlich zu sein, eine Balance habe ich natürlich nicht wirklich gefunden. Also dieser Job bringt enorm viel Schönes, aber erfordert auch enorm viel Energie und erfordert Opfer.
Aber das sage ich ohne Wehmut oder Reue. Ich habe diese Opfer ganz bewusst und gerne gegeben, im Gegenzug zu der Rolle, die ich einnehmen durfte. Aber nur damit da kein falscher Eindruck entsteht, ich bin kein Märtyrer. Also ich hatte selbstverständlich auch Ausgleich, Sport, Familie, Freunde, aber wenig zeitlichen Freiraum. Also die Zeitautonomie, die wird dir genommen in diesem Job und das ist ein Preis, der nicht zu gering ist. Und ich glaube, deshalb auch nach 12 Jahren, ich war gerne bereit, dieses Opfer zu bringen und jetzt freue ich mich, dieses Opfer nicht mehr zu bringen in Zukunft. Ich habe ein weiteres Statement vorbereitet. Hast du Lust? Bin gespannt. Schauen wir uns an. Der Haus ist einfach ein feiner Mensch. Ich glaube, die Zusammenarbeit mit ihm ist wirklich genau so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Also er hat in meiner Wahrnehmung auch die Werte von der Postfinance eigentlich perfekt verkörpert. Also unsere DNA mit eben Augenhöhe, Offenheit, Verlässlichkeit, Vertrauen geben, hat er ganz ausgeprägt können, aber auch etwas fordern von ihm. Aber ich glaube, das war auch eigentlich halt seine Aufgabe gewesen. Also ich schaue auf 12 super gute Jahre zurück in der Zusammenarbeit mit dir, Hausi, und ich werde es nie vergessen. Es ist aus dieser 40-jährigen Karriere, die ich jetzt im Banking machen durfte, sind es sicher die besten Jahre gewesen. Also merci vielmals für deine super gute Zusammenarbeit. Ich habe es sehr, sehr geschätzt. Alles Gute. Danke, Kurt. Ja, Kurt Fuchs, ja, ein Glücksfall. Eine sehr enge Zusammenarbeit, CEO, CFO. Und auch ich meine, es war für mich eine absolut geniale Zeit. Und ja, Kurt und ich, wir kennen uns, oder ja, wir kannten uns nicht wirklich, aber wir sind uns oft begegnet, schon in der Vergangenheit. Als ich in den 90er Jahren nach Basel pendelte, war Kurt beim Bankverein in Basel tätig. Wir haben uns häufig gesehen, jeden Morgen auf dem Perron im Bahnhof. Dann später nach Zürich. Ich in Zürich und er bei der UBS in Zürich. Und wir haben uns wieder getroffen. Und ich glaube, wir haben uns gegenseitig auch gechallenged, wer besser ansteht, wenn der Zug einfährt. Wer steht besser an der Türe? Und dann dem anderen den Vortritt gelassen mit einem Lächeln. Ja, also wir kennen uns schon lange und wir schätzen uns gegenseitig sehr. Unglaublich toll, wenn man eine solche Wertschätzung auch formuliert bekommt. Ja klar, das tut gut, das tut gut. Und das ist ja auch das, was die Wehmut auslöst. Ich meine, ich freue mich enorm auf das, was kommt, auf den Freiraum. Auf der anderen Seite lasse ich eine Firma los, respektive ich lasse eben die Menschen los, die ja diese Firma ausmachen. Stichwort Augenhöhe war auch da wieder. Ja, und das tut weh. Das tut weh, das loszulassen und gleichwohl, ja, man geht dann, wenn es am schönsten ist, sagt man so, oder auch man geht dann, wenn man eben auch noch eine Träne vielleicht spürt und nicht, wenn die Leute sagen, zum Glück, jetzt geht er endlich. Ich glaube, es ist stimmig. Wenn man in den Postfinance Tower hineinkommt, da heißt es nicht, ja, Sie gehen zu unserem CEO, Sie gehen zum Herrn Köng, sondern Sie gehen zum Hausi. Wie wichtig ist das innerhalb der Postfinance? Wie wichtig war das auch in den 12 Jahren, dass du eben nicht einfach der CEO bist, sondern der Hausi? Ja, für mich sehr wichtig. Für mich, ich gebe das zu, auch völlig pragmatisch und Eigennutz. Es ist viel, viel einfacher. Ich brauche keinen Status, ich brauche kein Gehabe. Es geht um die Sache, es geht um den Inhalt, um gemeinsame Ziele. Und ja, es ist mir wichtig, authentisch zu sein, klar zu sein. Ich komme aus dem Sport, ich war Händler. Da geht es nicht um Status oder Gehabe. Da geht es um die Sache, um das Ziel und möglichst einfach dorthin. Und es ist einfacher. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen die beste Leistung erbringen in einem Umfeld, wo sie als Menschen behandelt werden. Positiv, geradlinig. Das ist einfacher für mich und besser für die Leistung für alle. Ich habe ein weiteres Statement vorbereitet und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
Mit dem Hausi zusammenzuarbeiten, all die Anlässe und Formate gemeinsam zu gestalten und zu realisieren in den letzten Jahren, war eine unglaublich bereichernde und interessante Zeit. Seine Art, sein Wissen, seine Intelligenz und vor allem seine emotionale Intelligenz, das Empathische, wie er auf Leute zugeht, immer die richtigen Worte findet, das zeichnet ihn aus und dort nehme ich sehr viel mit von ihm. Er fordert viel, gibt aber umso mehr zurück. Er ist sehr wertschätzend. Er vertraut in das, was du machst, vertraut in deine Kompetenzen. Und ich bin dankbar für die ganze Zusammenarbeit und habe sehr viel gelernt. Merci, Hausi. Danke, Claudia. Ja, Claudia Scherz, wir haben intensiv jetzt über die letzten Jahre für die Kommunikation zusammengearbeitet und Claudia ist ein Sorglos-Paket für meine Kommunikation. Sie kennt mich und sie gibt mir Guidance extrem gut und das habe ich gerne, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten und jemand, der quasi einen Draft, ein Brouillon einbringt, einen roten Faden legt und dann konnten wir gegenseitig verfeinern. Es ist eine super Basis der Zusammenarbeit und das schätze ich an vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen so wie an Claudia. Was hast du gelernt von den Mitarbeitenden der Postfinance? Was hast du aus den Teams für dich herausgezogen? Wie bist du weitergekommen? Oh, sehr vieles. Ich glaube, ich wäre heute nie da, wo ich heute stehe, ohne all die Austausche mit den Leuten. Da ist enorm viel Know-how in dieser Firma. Da ist enorm viel Loyalität und Commitment in dieser Firma. Da ist enorm viel Innovation in der Firma. Und all das zu verbinden und dann eben in einer Kultur auf Augenhöhe sich gegenseitig auch zu fordern eben, zu sagen, da müssen wir besser werden, da können wir besser werden, das bringt die Sache auf ein höheres Niveau und auch die Personen, sowohl mich selber, ich bin Teil dieser Community, mich selber und ich glaube auch die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben mit dem Kamerateam versucht, ganz, ganz nah an dich und an dein Büro heranzukommen. Und das schauen wir uns als nächstes an. Die Zusammenarbeit mit dem Hausi ist wirklich super einfach, authentisch. Er hört dir zu, er nimmt dich ernst. Er hinterfragt manchmal schon Sachen, aber er ist wirklich unterstützend. Also es ist wirklich der Hausi, wie er sich mir gegenüber gibt in den Bilas, wie er in einer GL-Sitzung mit den Geschäftsleitungsmitgliedern teilnimmt. Es ist, wenn wir externe Partner haben, die zu Besuch kommen zu uns, es ist immer der Hausi. Du spürst und siehst immer der Hausi. Es gibt nicht zwei Seiten vom Hausi. Und das macht ihn wirklich auch sehr sympathisch. Schön, Fabienne, merci vielmals. Ja, speziell. Fabienne ist eine so zentrale, wichtige Person für mich. Ich hätte ja gar nicht überlebt ohne sie. Wahrscheinlich über 10 Jahre jetzt die Assistenz und ja, sie kennt mich in gewissen Situationen besser als ich mich selber. Und das ist schön und wichtig. Nach 12 Jahren als CEO, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, kommt jetzt doch auch die Zeit, wo du etwas zurücklehnen darfst oder sogar zurücklehnen musst. Ja, zurücklehnen ist ein gefährliches Wort. Ja, natürlich. Die Pace zum Teil etwas rausnehmen, mehr Freiraum haben, um auch wieder Luft zu haben, um neue Dinge zu überlegen. Nicht nur im Alltagstrott oder im Hamsterrad zu sein, mehr Zeit, Autonomie haben, um Dinge zu lernen, zu erforschen und auch herauszufinden, was will ich denn überhaupt noch? Ja, also zurücklehnen, nur ganz kurz. Ja. Dein erster Tag, morgens aufstehen, eben als nicht mehr CEO der Postfinance. Wie verändert sich dein Morgenritual? Das Ritual wird genau dasselbe sein, wahrscheinlich 1 oder 2 Stunden später, aber es heißt Kaffeemaschine einschalten, Kaffee trinken und NZZ lesen. An dem werde ich ganz sicher nichts ändern. Hausi, es kommt die Zeit, Danke zu sagen bei all den Menschen, die dich begleitet haben, auch über die letzten vielen Jahre. Absolut. Also mein riesiger Dank geht an alle. Vorab natürlich
an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kundinnen und Kunden, Partnerfirmen, Freunde, Kollegen. Es war eine wunderbare Zeit. Ihr alle oder Sie alle, die haben mich motiviert, unterstützt, respektiert. Und es war mir eine Ehre und eine Freude, mit all denen zusammenzuarbeiten.